das ist Tobi und Tobi schiebt einen neuen Tiefeinsteiger mit Bosch Performance CX von Stevens. Das Ding ist wirklich der Hammer und du würdest sagen, man kann entweder sich einen Roller kaufen, das heißt ein richtiges Fahrzeug, oder man kann einfach hingehen und kauft sich hier dieses schöne E-Bike und hat dann quasi einen Mofa-Ersatz mit Spaß pur, sehr leicht. Und du kannst es auch noch von der Steuer absetzen. Das Ganze von Stevens. So, er möchte die ganze Zeit was sagen, aber erstmal stelle ich dich vor, du hast das Fahrrad reingefahren. Ist das ein wichtiges Segment für euch? Das ist ein super wichtiges Segment. Hier haben wir nämlich nicht nur einen Tiefeinstieg, sondern auch einen Heavy-Duty-Tiefeinstieg. Da kannst du mit 180 Kilo Systemgewicht unterwegs sein und das ist tatsächlich eine Besonderheit. Ja, eine Besonderheit. Jetzt darfst du. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil das da ist ein richtig cooles Rad, weil wir reden ja immer von Riese Müller, Cube, Scott und den, aber Stevens ist in vielen Modellen unique. Warum? Wir haben hier 180 Kilo Systemgewicht. Hast du auch gerade gesagt. E-Universe 9.6 Punkt plus FEQ. Und jetzt kommen mal so Sachen voll XT. Und wenn wir reden, Voll XT. wenn wir von voll XT reden, reden wir ja immer nur von Schaltwerk, von Bremsen und so. Aber pass mal auf, ne? Als Highlight hier. XT Narbe. Narbe, das hast du bei einem Tiefeinstieg nie. Also das hier Nochmal, ist mach nochmal. Das ist schon brutal. So, Das XT ist ein Narbe. Qualitätsmerkmal, wenn es laut ist. Nicht, dass die Leute jetzt sagen, warum ist denn das so laut? Also ich mache da immer Sprühöl rein, dann wird es leiser. Aber ich glaube, das kaufen die Leute mit, den Sound, oder? Bei der Narbe. Den Sound kaufst du mit, lässt sich natürlich auch schmieren, wie du schon sagst, dann ist es ganz leise. Geht auch, aber ich finde es laut besser. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, wie ich das Rad hier so bei uns gesehen habe, und da habe ich gesagt, krass, du hast hier einfach dicke... Warte, ich muss erstmal mich... Ich gehe nochmal zurück. Wir haben ja gerade eben mittendrin angefangen. Es ist ein Hardtail, so kann man sagen. Ein Tiefeinsteiger Hardtail, das heißt vorne gefedert, schafft schon mal sehr viel Komfort. Plusbereifung? Plusbereifung, hier mit der Marathon MTB-Bereifung, das heißt auch noch pannensicher. Mehr kannst du wirklich nicht erwarten. Also du hast ein stolliges Profil, das einen breiten Mittelsteg hat, heißt für Gelände gut geeignet, für Straße gut geeignet und dann auch noch pannensicher. Ja, Rundum-Paket. Ne? Ja, und das billigste Rücklicht habt ihr verwendet, das Supernova. Ja, das ist absolut billig, kostet fast gar nichts und ist auch gar nicht super hell. Es ist so hell, dass sogar die AGC von der Kamera hier verrückt spielt. Also es ist tiefrot und es ist der Hammer und es leuchtet auch zur Seite. Das heißt, ist geil. Ja. So, dann vorne habt ihr eine Supernova 99 drauf, habe ich schon gesehen, oder? Ja. Warte, da vorne ist sie ja, eine 99 Mini. Und das ist ein Scheinwerfer, oder? Das ist eigentlich schon ein richtiger Auto- oder Bootsscheinwerfer mit Fernlicht. Das Ding ist wirklich extrem hell. Mehr wirst du auch nicht brauchen, selbst wenn du nachts auf dem Trail unterwegs bist und den Eichhörnchen ausweichen musst. Wenn du gerade dahin gehst, du hast eine schwarze Jacke an, die ist immer schön zu beleuchten und da sieht man sehr schön, wenn du mal Fernlicht anmachst, es ist so krank aber der muss ordentlich eingestellt werden. Das ist jetzt kein Spielzeug. Ja, deshalb schraube ich ihn auch immer fest und Lucien muss ein bisschen dran ziehen, damit er ihn verstellen kann, damit das eben nicht passiert, weil der Gegenverkehr wird sich bedanken. Das Teil ist richtig hell. Ja, ist richtig hell. Also damit könnt ihr auch im Herbst fahren und im Winter, wenn es früh dunkel ist. Eine Luftfeder ist drin, oder? Ja, Luftfeder, genau. Die Mobi 34, also 34er Standrohr, R für Luftfeder, ne, klar. Und vom namhaften Markenhersteller SS Santo. Also. So, ihr könnt es mal, Konrad, der Fahrradladen, Cross E-Universe 9.6 FEQ Forma. Geht wahrscheinlich noch weiter. Stealth. Ja, Forma heißt einfach bei Stevens, dass es halt dieser Tiefeinstieg ist. Ne? Achso, das gibt es auch als Trapez, oder? Ob das Modell als Trapez ist? Nee, ich glaube nicht, aber die nennen das dann irgendwie trotzdem Forma, weil es manche Modelle als Trapez und mit Diamantrahmen gibt und Forma ist dann bei denen der Tiefeinstieg. Also nochmal eine Vierkolben XT-Bremse, eine XT 12-fach oder was? Ja. 12-fach sicher? Nee. Ja, bin ich sicher. 12-fach, so. Also vorne, hinten vier Kolben, eine XT-Narbe, ganz wichtig. Dann der Smart Grip. Ja, genau, Smartphone Hub, ne? Also manche kennen es unter Kobi 2. Früher das Kobi 1 war ja so ein Studentenprojekt, was von Bosch aufgekauft worden ist. Da gab es das Display nicht, nur wie sagt man,
Die Halterung für Smartphone. Und hier habe ich halt, wenn ich das Smartphone nicht drauf mache, habe ich halt, dass ich hier Das heißt, ich kann es bedienen auch ohne Smartphone. genau, habe halt die wichtigsten Daten hier, Modi, Geschwindigkeit, Akkustand, Licht, ob Licht an, aus ist und sowas. Und dann knall ich das Handy da rein und habe dann direkt volles Navi. Also jetzt habe ich auch keinen Nachteil gegenüber dem Best 3, muss man sagen. Denn das ist ja noch kein Best 3, aber es hat eigentlich alles, was es braucht. Es hat Bluetooth. Genau, Bluetooth-Verbindung zum Handy dann, sobald es halt einmal verbunden hast, geht das auch wunderbar und super schnell. Du kannst über das Handy navigieren, kannst deine Komoot-Strecken reinladen. Du hast einen großen Akku mit 625 Watt. Sag mal, wenn du mal gerade aufmachst. Man darf was auf den Deckel schrauben, das hält. Du darfst das auf den Deckel schrauben. Du hast hier extra 3 Schraubpunkte, dass auch alles so hinpasst, wie du es gerne haben möchtest. Das hält wunderbar, da ist der solide genug für. Hast hier noch einen kleinen Tragegriff mit dran und kannst den Akku dann wunderbar rausnehmen. Powertube. Dann designed und engineert in Hamburg. Das Ganze richtig Qualität. Du kommst aus der Werkstatt. Wie ist die Qualität von Stevens? Die Qualität ist so gut, dass die nicht mal einen richtigen Reklamationsprozess haben. Da schreibst du einfach eine Mail hin oder rufst an, da wird es gemacht. Also du hast so selten eine Reklamation, da brauchst du gar keinen extra Browser für. Und Das heißt, die bauen ja auch hier in Deutschland zusammen? genau, die bauen in Deutschland zusammen und ja, das merkst du auch wenn die ankommen. Die sind richtig dick eingepackt, da hast du ganz selten mal einen kleinen Lackkratzer vom Transport oder so dran. Also hier der Cell Royal Sattel, der ist der Oberhammer. Also ich kenne den nämlich, der hat einen Griff nochmal hinten mit drin und der ist sehr breit, trotzdem sportlich. Der ist mit dabei? Der ist mit dabei. Und zu der Montage wollte ich nur dazu sagen, was Tobi schon angeführt hat. Stevens ist, was die Vormontage, wie die Räder bei uns ankommen, würde ich mal sagen, momentan in Deutschland Benchmark von den Marken. Wer da so vielleicht noch mithalten kann, Riese Müller Simplon, aber das ist wirklich allererste Klasse, wie die hier ankommen bei uns. Ja, die haben eine Technik entwickelt, ihr schneidet nur den Karton auf, dann springt das von selbst aus dem Karton. Wurfzelt. Ja, genau, und die Pedale, der Lenker stellt sich automatisch gerade. Einmal noch mit dem feuchten Finger drauf. Und das Preisschild wird schon appliziert. Nein, aber es gibt ja auch Fahrräder, da muss man schon mal nacharbeiten. Also aber die Marken habt ihr meistens nicht mehr im Programm, oder? Genau, also es gibt schon Marken, die wir im Programm haben, wo du einfach noch ein bisschen mehr machen musst. Das ist aber auch bekannt und eingeplant. Und bei Stevens ist es halt wirklich so, Lenkergrad mal, Pedale dran, fertig. So, jetzt hast du einen Intube-Akku, auch den kann man von vorne natürlich super schnell rausholen. Das geht viel einfacher wie von unten. Du hast aber hier noch eine Ladebuchse mit drin. Das heißt, du kannst es am Rahmen laden, das kann man eigentlich überall. Vielleicht nochmal eine Lobeshymne auf diesen Gepäckträger, denn auch das ist nicht normal. Ein Systemgepäckträger von Ragtime. Ragtime, der Erfinder der Systemgepäckträger. Jo, der Gepäckträger ist Bombe, weil 25 Kilo, also das ist schon mal eine Ansage. Ne? Und ja, kannst du halt alles reinrasten und Taschen dran machen. Und ja, das Ding, guck dir jetzt mal an, wie stabil das halt ist. Ne? So, jetzt machen wir mal den ultimativen Falltest. Wenn ihr das mal gerade runterholt, bitte, das Fahrrad, zu zweit. Einer links, einer rechts. Und jetzt gilt es funktioniert wie folgt. Ständer mal einklappen. So, und das Fahrrad ruhig mal runterholen zu euch. So, und jetzt hält der Tobi bitte vorne fest und so, dass du die Finger nicht klemmst, am besten am Lenker und hebst es hoch. Einfach hochheben und du ziehst es hin, lässt es einfach fallen. Einfach fallen lassen hinten. Ja, einfach fallen lassen. So, nochmal richtig schön fallen lassen. Ja. Okay, und jetzt mal vorne hinstellen und hinten fallen lassen. Ruhig mal fallen lassen. Dann Ich jetzt oder was? ja, du genau. Einfach mal hochheben, so einen halben Meter und dann mal richtig kommen lassen. Macht dem mal nichts. Thema Klappern. Das ist also, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn das halbe Fahrrad klappert. Und das ist schön satt. Das heißt also, klar, beim Fully, da hast du die Kette auch schon mal, die da ist, aber Verarbeitung, Klappern, Schutzblech gibt es nicht, oder? Genau, also wenn ihr jetzt was klappern gehört habt, dann war es der Schlüssel, der am Lenker hängt. Ansonsten, also es ist alles wirklich super verarbeitet und ne, macht dem Rad auch nichts. Das ist auch kein Schutzblech schief oder so, hält es locker aus. So, das ist ja unser Fahrmodell. Du darfst mal fahren. Rahmengröße hier 52. Genau, 52, das passt sogar noch. Wie wird das nochmal gemessen für alle, die kommender Fahrradhändler werden wollen? Tretlager Mitte bis zu Sattelrohrende. Also Tretlager Mitte bis Sattelrohrende. Das sind 52 cm. Du darfst, Lucia. Hat einen Griff dabei. Aber hier die Narbe ist ja schon krass, oder? Ja, da brauchst du keine Klingel mehr. Wunderbar.
Du kannst es mitnehmen, wenn du möchtest. Also ich kann den Kaufvertrag gleich fertig machen, Lucia. Viele machen das als Jobrad. Also das heißt, sie können es brutto für netto vom Gehalt absetzen. Dadurch spart man locker mal 20-30% Steuern. Das Coole ist aber, ich muss nicht gleich die Kohle hinlegen. Genau, also du sparst relativ viel. Im Schnitt sind wir über 30%. Du bezahlst das in Raten von deinem Gehalt ab. Also wie du schon sagst, brutto für netto. Das ist eine super Sache. Sollte eigentlich jeder Arbeitgeber anbieten. So, es machen viele. Ihr habt über 20 E-Bike-Leasing-Firmen im Programm. Viele haben bereits einen Rahmenvertrag, aber der Arbeitgeber selber kann einfach kostenfrei einen Rahmenvertrag abschließen und dann darf der Mitarbeiter ein Leasing auslösen. Dazu wird ein Code generiert. Der Mitarbeiter kriegt oft eine Freigabe oder auch ein Limit. Das heißt zum Beispiel beim Arbeitgeber bis 3.000 Euro. Oder was ist so typisch Limit? 5.000? Also die typische Grenze sind so 7.000 Euro. Echt? Ja, wir haben es auch mal bis 5.000. Ja gut, von der monatlichen Belastung ist es tatsächlich nicht so dramatisch. Wir haben es auch mal bei 5.000 limitiert, aber darunter eher seltenst. Macht auch nicht so viel Sinn. Ganz viele Arbeitgeber machen es tatsächlich so, dass sie das Leasing dann auch noch bezuschussen und dann quasi als Lohnerhöhung das Leasing quasi dazugeben. Sag mal, wenn wir jetzt dem Lucien nicht Bescheid geben, der würde jetzt den ganzen Tag fahren, oder? Ja, er hat Stopp! Ja. Sehr schön, das war das Kommando. Bitte einmal aufhören. Die verstellbare Sattelstütze ist natürlich sehr praktisch, wenn auch mehrere Leute das Fahrrad nutzen. Das ist einmal praktisch, weil du halt wirklich so ein bisschen eine Range hast, wo du es einstellen kannst. Aber es ist halt vor allem gedacht, wenn du dann mal an der Ampel absteigen musst, zum Anfahren, zum Losfahren, ist es halt super bequem drauf zu kommen. Ne? Wir müssen auch immer bedenken, wir haben hier ein 180 Kilo Fahrrad, also es auch schwerere Menschen Das heißt, fahren können. wirklich 100 Kilo darf ich wiegen zum Beispiel? Nee, 140 kann ich wiegen, 150 sogar. Genau, und darum geht es dann eben auch. Du hast einen einfachen Einstieg, einen niedrigen Einstieg, kannst dir den noch einfacher machen, indem du den Sattel runternimmst. Also auch wenn du echt schwer bist, kannst du das Ding wunderbar fahren und das halt auch im Gelände. Ne? Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich echt gut. 4.990 Euro. Klar, wenn jetzt Leute da schreien 5.000 Euro, aber ihr könnt ja Jobrad-Leasing machen, dann ist es nicht so wild. Viele werden jetzt schreien, ist zu teuer. Aber wenn man Finanzierung macht, ihr habt 0% Finanzierung, die gilt noch wie lange? Da haben wir die halbe Saison, also Mitte Mai sind wir da, glaube ich, wo es ausläuft. Genau, Ne? und selbst wenn dann das Mitte Mai ausläuft und bis dahin die Leute nicht da waren, finden Laufzeit? Laufzeit ist variabel einstellbar. Ich glaube, 0% wäre 3 Jahre, ne? Oder länger. Und ja, wenn es jemand nicht schafft, bis Anfang Mai da zu sein, kriegen wir auch noch andere günstige Lösungen hin. Also da haben wir Jobrad-Leasing oder auch Barzahlen. Danke fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Green Bikes in Kaiserslautern. Und die Öffnungszeiten bei euch bitte? 10 bis 18 Uhr unter der Woche und samstags 10 bis 15 Uhr. Ausnahmen immer möglich. Genau, wenn jemand einen Termin machen will und sagt, komm, ich kann samstags nur 16 Uhr oder muss um 9 Uhr in der Woche sein, das ist natürlich möglich, aber das sind unsere Kernöffnungszeiten. Wenn jemand einen persönlichen Termin machen will, ist das natürlich möglich. Ich habe einen Weitwinkel, war nicht schlimm. Tschüss. Ciao.